Suchst du Inspiration für deine nächste Reise oder planst sogar schon einen Urlaub nach Namibia? Du möchtest wissen, welche Highlights das Land für dich bereithält, wann die beste Reisezeit ist und was dich ein Urlaub in Namibia kosten wird? Hi, wir sind Annika und Marco und wir waren 3 Wochen mit einem Dachzeltcamper in Namibia unterwegs. Wir haben die magischen Wüstenlandschaften erlebt, haben tausende Robben an der Küste gesehen und waren auf Selbstfahrer-Safari in verschiedenen Nationalparks unterwegs. Im Video wollen wir dir unsere schönsten Momente zeigen, Tipps zur Reiseplanung geben und worauf solltest du eigentlich achten bei deinem Camping-Roadtrip. Und zum Schluss zeigen wir dir natürlich, was uns 3 Wochen in Namibia gekostet haben. Aber erstmal, jetzt ab zum Intro. Die erste Frage, die du dir wahrscheinlich bei deiner Planung stellst, wann und wie lange sollte ich nach Namibia fahren? Die meisten Menschen fahren im namibischen Winter, also wenn bei uns Sommer ist. In dieser Jahreszeit ist es nicht so heiß und du wirst unglaublich viele Tiere sehen, da in der Trockenzeit sich alle Tiere an verbleibenden Wasserlöchern sammeln. Der Winter in Namibia ist somit Hauptsaison. Die Preise sind um ein Vielfaches höher und du musst Unterkünfte und Campingplätze so früh wie möglich ist buchen. Im November beginnt langsam der namibische Sommer und damit auch die Regenzeit. Die ersten Pflanzen beginnen zu blühen und es ist deutlich wärmer. Je mehr es regnet, umso weniger sind die Tiere auf die Wasserlöcher angewiesen. Die grüne Vegetation macht die Tierbeobachtung zwar etwas schwieriger, aber definitiv nicht unmöglich. Dafür ist das Land schön grün, zahlreiche Pflanzen beginnen zu blühen. Anfang des Jahres wirst du zudem auch einige Tierbabys beobachten können. Diese Zeit wird in Namibia auch Green Season genannt. In der Green Season sind Mietwagen und Unterkünfte meist deutlich günstiger und du musst weniger im Voraus buchen. Wir waren persönlich im März am Ende der Green Season in Namibia. Uns hat zwar ein, zwei Mal doch tatsächlich ein heftiger Regenschauer erwischt, aber im Großen und Ganzen können wir die Reisezeit total empfehlen. Zu Reisedauer würden wir optimalerweise so 3 bis 4 Wochen dir raten. Man kann auch in 14 Tagen so einiges erleben, aber es ist unserer Meinung nach definitiv zu kurz, um das Land richtig zu bereisen. Und ihr müsst bedenken, Namibia ist schließlich doppelt so groß wie Deutschland. Selbst bei 3 Wochen in Namibia haben wir nicht alles gesehen. Und da wir unbedingt auch noch die etwas abgelegenere Sambesi-Region bereisen wollten, blieb uns keine Zeit mehr, den Süden mit dem Fish River Canyon, Lüderitz und der Geisterstadt Kolmatskoppe zu besuchen. Unsere Route führte uns von der Hauptstadt Windhoek über den Tsassisvlei, Swakopmund, die Spitzkoppe und den Etosha Nationalpark bis in die Sambesi-Region, bevor es anschließend über den Waterberg zurück für uns nach Windhoek ging. Das absolute Highlight in Namibia ist natürlich ein Besuch im Etosha Nationalpark. Der größte Nationalpark des Landes liegt nur wenige Autostunden von der Hauptstadt Windhoek entfernt und ist das Must-Do jeder Namibia-Reise. In dem Park leben einfach 1000 Tiere und du wirst zu jeder Jahreszeit hier unzählige davon vor die Linse bekommen. Außerdem ist er auch ideal für eine Selbstfahrer-Safari geeignet, selbst wenn du kein Allradfahrzeug hast. Wir haben hier 4 volle Tage verbracht und würden dir raten, nicht zu wenig Zeit einzuplanen. Falls du mehr vom Etosha Nationalpark sehen möchtest und neugierig auf unsere Tipps für eine gelungene Selbstfahrer-Safari bist, haben wir dir hier oben nochmal unsere Videos aus dem Park verlinkt. Das nächste Highlight, welches du nicht verpassen solltest, sind die riesigen Dünen des Namib-Naukluft Nationalparks. Zwischen den mächtigen Dünen fühlt man sich wie mitten in der Sahara. Der Höhepunkt des Parks ist das sogenannte Tsassisvlei und das Tedvlei, welches mit seinen versteinerten Bäumen zahlreiche Namibia-Postkarten ziert. Und wenn du auf dem Weg noch ein bisschen Zeit hast, lohnt sich auf jeden Fall ein Abstecher zum skurrilen Solitär mit seinen abgefahrenen Autowracks. Ja. Und dort gibt es übrigens den besten Apfelkuchen Afrikas. Sagt man so zumindest. Falls ihr Apfelkuchen zugesagt habt, dann lasst doch gleich mal ein Abo da, ein Like da oder beides. Auch die zweitgrößte Stadt Namibias sollte auf deinem Plan stehen. Von Swakopmund aus, welches an der Küste liegt, kannst du zahlreiche Ausflüge unternehmen. Du kannst zum Beispiel die Dune 7 erklimmen oder ein wenig die Skeleton Coast hinauffahren und dir tausende Robben am Cape Cross anschauen. Dafür brauchst du aber definitiv starke Geruchsnerven, weil ein bisschen stinken, die muss man schon ganz ehrlich sagen. Es ging, ja. Mit dem Dachzeltreis solltest du auf keinen Fall die schönste Campzeit unserer Reise verpassen. Die Spitzkoppe ist wohl das schönste und bekannteste Bergmassiv Namibias. Und der Campingplatz inmitten dieser bizarren Landschaft war einfach nur atemberaubend schön.
Wir haben hier den schönsten Sonnenaufgang und auch den schönsten Sonnenuntergang unserer Namibia-Reise erlebt und wären am liebsten für ewig geblieben. Übrigens, unseren Vlog von der schönsten Campsite unserer Reise findest du hier oben auf dem i verlinkt. Neben dem Etosha war unser persönliches Highlight ein Besuch in der Sambesi-Region, welcher früher unter dem Namen Caprivi-Streifen bekannt war. Dieser Zipfel von Namibia ist so ganz anders und wirkte auf uns so ursprünglich noch. Hier haben wir eine Flusssafari unternommen, welche wir dir wärmstens empfehlen können, und auch Safaris in den wilden Nationalparks der Region haben wir gemacht, wo wir das erste Mal unser 4x4 Auto so richtig ausgereizt haben. Für uns war der Ausflug in die kaum touristische Sambesi-Region auf jeden Fall ein richtiges Highlight. Ja, falls dir das übrigens alles gerade zu schnell geht mit den ganzen Sehenswürdigkeiten hier, kannst du die Sehenswürdigkeiten, unsere Route und auch unsere Tipps und unsere ganzen Campsites, die wir hatten in Namibia, auch auf unserem Blog nachlesen. Den haben wir dir unten in der Videobeschreibung auch nochmal verlinkt. Bevor wir zu den Kosten kommen, wollen wir dir noch ein paar allgemeine Infos für deine Rundreise durch Namibia geben. Dein Auto bzw. Camper solltest du auf jeden Fall schon von Deutschland aus vorbuchen. Nachdem du in Windhoek gelandet bist und deinen Wagen übernommen hast, empfehlen wir dir auf jeden Fall nicht mehr allzu viel Strecke zu machen, sondern einfach in der Nähe zu bleiben. In Namibia herrscht Linksverkehr und die meisten Straßen sind endlos lange Gravel Roads. Das kann schnell eintönig werden und viele werden dann übermüden werden und von daher lieber ruhig angehen lassen deine Reise. Wenn du mit dem Camper unterwegs bist, solltest du dich übrigens auch in Windhoek am besten gleich mit allen nötigen Lebensmitteln und was du so brauchst für deine Reise eindecken. Weil Namibia ist dünn besiedelt und ja, umso kleiner die Ortschaft, umso weniger vielfältig und auch teurer ist nachher das Angebot. Auch tanken solltest du definitiv immer rechtzeitig, denn die nächste Tankstelle kann mal gut 100 Kilometer noch entfernt sein. Also am besten immer gleich tanken, wenn der halbe. Sobald eine Tankstelle da ist. Genau, oder der halbe Tank. Spätestens dann solltest du einmal voll tanken wieder. Navigieren solltest du in Namibia übrigens immer offline, weil der Internetempfang zwischen den Orten ist quasi nicht vorhanden. Wir haben uns dafür immer die Karten bei Google Maps vorher offline runtergeladen, wenn wir Empfang hatten. Du kannst aber auch zum Beispiel die Apps Maps.me oder Tracks for Africa nutzen. Oder du nutzt einfach eine Oldschool-Karte wie früher. Ja. Also navigieren ist da nicht schwer. Genau, was geht meistens gerade aus? Campsites, auf denen wir übernachtet haben, waren wirklich immer wunderschön, super sauber und du hast auch total oft deinen eigenen Sanitärbereich an deiner Campsite ran. Wir haben die Campsites meistens tatsächlich über Google Maps gefunden oder auch in unserem guten alten Reiseführer standen doch tatsächlich echt viele drin. Also wir brauchten da auch gar nicht so viele besondere Apps jetzt. In Namibia sind übrigens die meisten Campsites eingezäunt, sodass ihr euch über die wilden Tiere überhaupt keine Gedanken machen müsst. Jupp, und nun kommen wir zu der ganz spannenden Frage, was kostet eine Reise nach Namibia? Natürlich können unsere Aufgaben für dich nur ein grober Anhaltspunkt sein, da jeder anders reist und Preise sich auch ständig entwickeln. Wir waren ja schon, wie gesagt, in der Green Season unterwegs und dadurch haben wir zum Beispiel für den Camper deutlich weniger gezahlt, als du in der Hauptsaison zahlen müsstest. Insgesamt muss man sagen, dass Namibia kein günstiges Reiseland ist und auch das Preisniveau annähernd mit Deutschland vergleichbar ist. Für 22 Tage in Namibia haben wir ohne Flüge für uns beide zusammen insgesamt 4.110 Euro ausgegeben. Davon entfallen bereits rund 1.890 Euro für den Camper. 669 Euro haben wir für die Campingplätze ausgegeben und 494 Euro fürs Tanken. Für Verpflegung, aber auch den ein oder anderen Sundowner, haben wir insgesamt 683 Euro bezahlt. Rund 325 Euro haben wir tatsächlich für Parkgebühren berappt und ungefähr 48 Euro nochmal für Verschiedenes wie SIM-Karten und andere Kleinigkeiten ausgegeben. Du hattest jetzt auch richtig Bock auf Namibia bekommen. Wir haben alle Infos aus diesem Video und auch noch ein paar mehr Tipps für dich auf unserem Blog nochmal zusammengetragen, den wir dir unten in der Infobox verlinken. Ja, also wenn du noch mehr Tipps hast zur Namibia-Reise, schreib sie gerne mit in die Kommentare. Genau, falls du keine Reiseinspiration von uns mehr verpassen möchtest, abonniere gerne den Kanal, das kannst du hier tun. Und wenn du zur Namibia-Playlist möchtest, dann kommst du hier. Und jetzt ganz viel Spaß bei deiner Namibia-Reiseplanung wünschen wir dir.